Hallo liebe Leute, ich sehe euch heute nicht so wirklich, aber meine Brille spiegelt die ganze Zeit beim Videomachen, deshalb mache ich das heute blind. Ich mache das angekündigte Q&A-Video. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die mir Fragen geschickt haben. Und ja, ich würde sagen, starten wir gleich mal los. Ich werde zuerst mit den Fragen zu Trans-Themen anfangen und dann zu den allgemeinen Fragen kommen. Planst du noch irgendwelche Schritte und welche hast du bis jetzt schon? Ich habe seit 2016 Testo. Und ich habe seit 2017 die Mustang und das ist alles, was ich vorhabe. Also für mich ist meine Transition abgeschlossen. Ich habe nicht vor, eine Hysto zu machen, außer sie wird irgendwann aus irgendeinem Grund medizinisch notwendig, was immer wieder mal möglich ist. Man kann irgendwann Probleme mit Gebärmutter und Eierstöcken bekommen, wo es dann einfach notwendig ist, das zu machen. Aber wenn es nicht notwendig ist, werde ich es nicht machen, weil ich es nicht brauche und weil es mich nicht stört. Und was den Penoidaufbau angeht, habe ich das große Glück, dass ich keine Bottom Dysphoria habe. Ich vermisse nichts, ich brauche das nicht und ich bin froh, dass ich mir diese schon sehr risikobehafteten OPs spare. Ich kann jeden verstehen, der Bottom Dysphoria hat und diese OPs für sich braucht, macht, stehe ich voll dahinter. Aber ich persönlich brauche es einfach nicht und dementsprechend ist meine Transition für mich Gott sei Dank abgeschlossen. Wie findet man Anschluss in der Trans-Community? Da haben wir heutzutage einfach das Glück, dass wir das Internet haben und meiner Erfahrung nach ist es einfach relativ leicht, online Leute zu finden. Es gibt zum Beispiel die Seite FTM-Portal. Einfach in Google eingeben, das ist ein Forum, wo ganz viele transmännliche Personen aus Deutschland und Österreich und ich glaube auch der Schweiz online sind und wo man eben Diskussionen starten kann und Leute in seiner Gegend kennenlernen kann. Auch ein heißer Tipp ist Facebook, da gibt es ganz viele Trans-Gruppen, die sich auch geografisch nach Orten organisieren teilweise. Ich weiß, viele der jüngeren Leute sind nicht mehr auf Facebook, weil sie einfach andere Social-Media-Plattformen vorziehen. Ich würde euch trotzdem empfehlen, macht euch einen Facebook-Account, wenn ihr in solche Gruppen rein wollt. Ihr könnt ja einen Decknamen verwenden und irgendein Bild, auf dem nicht wirklich ihr drauf seid, damit euch dann niemand nachverfolgen kann, wenn ihr das nicht wollt. Falls es Selbsthilfegruppen in eurer Gegend gibt, schaut dahin. Traut euch, schaut es euch einfach mal an, vielleicht sind ja nette Leute dabei, die ihr kennenlernen könnt. Falls ihr in Wien oder in der Nähe von Wien wohnt, dann checkt euch The Change Trans Peer Group Wien. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ganz, ganz tolle Gruppe, sehr, sehr offen und inklusiv, sehr viele Non-Binary Personen dabei. Ich bin biased, ich muss das sagen, ich habe die Gruppe vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wie lange das her ist, mit einigen Freunden von mir gegründet. Bin mittlerweile nicht mehr im Organisationsteam selber drinnen, aber ich gehe oft zu den Treffen, wenn sie dann wieder mal stattfinden, nach Corona hoffentlich. Das ist wirklich eine Gruppe, hinter der ich 100%ig stehe, also falls ihr in Wien und Umgebung seid, schaut vorbei, vielleicht sieht man sich ja mal bei dem einen oder anderen Treffen. Die Antje hat gefragt, als Sängerin interessiert mich natürlich, wie lange es gedauert hat, bis deine Stimme männlicher wurde. Das war ein Prozess. Angefangen hat das erste Halskratzen so circa nach einem Monat auf Testo. Und so nach 4, 5 Monaten war ich dann so richtig im Stimmbruch, dass die Stimme wirklich merklich tiefer geworden ist. Aber was das Singen betrifft, hat es sicher 1 bis 2 Jahre gedauert, bis sich das halbwegs stabilisiert hat, dass ich wieder einen Ton halten konnte, ohne dass mir die Stimme komplett wegbricht. Oder auch, dass ich ein bisschen lauter reden konnte, ohne dass mir die Stimme komplett wegbricht. Ich habe dann nach 3 Jahren auf Testo das Präparat gewechselt. Also zuerst hatte ich dieses Testo-Gel und die Creme. Und danach habe ich auf Spritze gewechselt und mit dem Wechsel habe ich gemerkt, dass sich bei meiner Stimme schon wieder was getan hat. Sie hat sich jetzt nicht verändert, also sie klingt jetzt nicht anders als vorher, aber ich habe es gemerkt beim Singen, dass mir das Singen wieder deutlich schwerer fällt, dass meine Stimme irgendwie angespannt ist und belastet und kratzt. Und da hat es dann noch einmal ungefähr 1 Jahr gedauert, bis sich die dann wirklich eingependelt hat und jetzt ist sie, glaube ich, endlich so nach 5 Jahren oder nach 4,5 Jahren auf einem Level, wo ich sage, es geht gut zu singen, ich kann laut und hoch singen teilweise auch, ohne dass mir das Ding wegbricht oder ich mir die Stimmbänder kaputt mache. Und ja, das ist ein Prozess. Das River hat gefragt, what gave you the idea to post your first song? Also woher kam die Idee, deinen ersten Song zu posten? Mein erster Song war Boy. Ich habe einen guten Bekannten, den Colin, und Colin hatte auch einen YouTube-Kanal, er ist auch Transmann aus Österreich und der hat dort einfach einige Trans-Songs, die er selbst geschrieben hat, hochgeladen. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, eigentlich voll cool, ich singe auch gern, vielleicht sollte ich sowas auch mal probieren und habe mich dann hingesetzt, ein bisschen herumprobiert und so nach 3, 4 Stunden ist dann Boy dabei herausgekommen. Kommst du mal in die Schweiz und wo kann man dich sehen?
Die Schweiz ist ein total tolles Land. Ich war schon öfter in der Schweiz. Ich finde es total schön. Ich würde auch total gern wieder mal hinfahren. Ich glaube allerdings, dass ich in nächster Zeit nicht sehr viel reisen werde. Einerseits wegen den ganzen Einschränkungen, die immer noch bestehen, und zweitens, weil ich einfach einen sehr straffen Zeitplan derzeit habe. Also ich habe dann starte demnächst eine neue Ausbildung, wo ich dann sehr, sehr eingeschränkte Urlaubszeiten haben werde und sehr, sehr eingeschränkte Reisezeiten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht aus Österreich rauskommen. Tut mir auch sehr leid, ich würde total gerne in die Schweiz kommen, aber ja, wo man mich sehen kann, naja, es ist gut möglich, wenn das Wetter gut ist, dass ich kommenden Samstag, also am 19. Juni, bei der Pride bin, aber eher nur als Zuseher. Falls ihr in Wien bei der Pride seid und ihr wollt mir vielleicht über den Weg laufen, dann haltet nach der Gruppe von The Change Ausschau. Die haben Kartonschilder in Transfarben mit diversen Messages drauf. Und ich werde zwar nicht die ganze Zeit mit denen herumlaufen wahrscheinlich, aber ich werde dort in der Nähe mich irgendwo aufhalten. Zumindest zeitweise. Ansonsten bin ich eigentlich derzeit nicht so viel unterwegs. Wie gesagt, bei den Change-Gruppentreffen, wenn die nach Corona wieder stattfinden, bin ich sicher wieder dabei. Da läuft man sich vielleicht über den Weg, wenn ihr da dazukommt. Und ansonsten, ich meine, who knows, wenn ihr mal in Wien seid, schreibt mir einfach eine private Nachricht auf Instagram und wer weiß, vielleicht läuft man sich über den Weg, wenn ich in der Stadt bin. You never know. Angie hat gefragt, wenn du ein Tier wärst, welches und warum? Ich wäre wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Wildvogel, der irgendwo komplett abgeschieden in einem weitläufigen Waldgebiet, vielleicht so in Kanada oder in Norwegen irgendwo da oben oder in Schottland, lebt. Ganz weit weg von jeder Zivilisation, wo mir die Spezies Mensch einfach nichts anhaben kann. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit haben die allermeisten Tiere kein sehr glückliches Leben, weil sie einfach an allen Ecken und Enden vom Menschen bedroht sind und ihr Lebensraum ist bedroht. Und ich glaube, es ist kein großes Vergnügen, auf diesem Planeten als Tier zu leben und das mit der Spezies Mensch zu teilen. Also irgendein unscheinbares Tier, für das sich niemand interessiert, in irgendeiner Wildnis, wo ich einfach mein Leben leben kann. Und Vögel sind coole Tiere, die können fliegen, ich würde gern fliegen können. Nächste Frage, magst du Harry Potter noch? Schwierig. Natürlich mag ich die Geschichte von Harry Potter noch. Ich meine, ich bin damit aufgewachsen, das ist ein Teil von mir, das ist sicher ein Teil meiner Identität. Ich habe diese Bücher geliebt, ich habe diese Filme geliebt und ich habe aber nach diesen Aussagen von J.K. Rowling alle meine Harry Potter Sachen ein bisschen aus meinem Blickfeld geräumt, weil es einfach verletzend ist, die zu sehen gerade. Und ich weiß auch nicht, wie es in Zukunft damit weitergeht. Ich weiß definitiv, dass ich kein Geld mehr für Merchandise, zumindest nicht für Official Merchandise ausgeben werde. Ich werde auch mir den neuen Fantastic Beasts, wenn er dann rauskommt, nicht im Kino ansehen, weil ich sie einfach nicht in irgendeiner Weise finanziell mehr unterstützen möchte. Die Story von Harry Potter selber, sind antisemitische Messages drin, die ich als Kind nicht gesehen habe? Ja. Sind rassistische Messages drin, die ich als Kind nicht gesehen habe? Ja. Also es ist definitiv ein Werk, das ich heute kritischer sehe als früher. Ich finde, man darf es auch dann nicht so schwarz und weiß sehen. Wir können nicht jetzt jahrelang alle gehen und sagen, wow, das ist das Beste aller Zeiten und es ist so toll und es ist unser Leben. Und dann plötzlich macht ihr ein paar Aussagen und wir sagen, das ist alles scheiße, wir brauchen das alles nicht mehr. So schwarz-weiß ist es einfach nicht. Und ja, ich weiß noch nicht, wie das mit Harry Potter und mir weitergehen wird, aber derzeit halte ich mich ein bisschen davon fern, weil ich einfach noch zu sehr verletzt bin. Und letzte Frage, wo siehst du dich selbst in 10 Jahren? In 10 Jahren sehe ich mich auf dem Land. Ich liebe Wien und ich liebe die Stadt, aber ich bin ultimativ ein Landkind und ich merke einfach seit ein paar Jahren, dass es mich immer mehr wieder raus in die Natur zieht. Ich möchte auch in 10 Jahren eigentlich etwas weniger arbeiten, mit weniger Geld auskommen, damit ich einfach mehr Freizeit habe und mehr Zeit für mich habe. Ich würde gerne mein eigenes Obst und Gemüse anbauen im eigenen Garten und einfach mehr Dinge selber machen und mehr Zeit haben für meine Sachen und meine Freunde und alles. Das war's mit den Fragen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen für euch dabei. Und wir sehen uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, macht es gut und tschüss.